In einer kalten Septembernacht im Jahr 1979 steht eine Familie auf einer abgelegenen Wiese in Thüringen. Neben ihnen befindet sich ein selbstgebauter Heißluftballon, zusammengenäht aus hunderten Stoffbahnen, die sie über Monate hinweg heimlich beschafft haben. Die Eltern schauen ihre Kinder an, denn sie wissen, dass es kein Zurück mehr gibt. Wenn sie entdeckt werden, drohen ihnen Gefängnisstrafen. Vielleicht werden sie sogar an der Grenze gestoppt. Trotzdem steigen sie in den Korb, zünden den Brenner und langsam beginnt der Ballon aufzusteigen. Unter ihnen liegt die innerdeutsche Grenze, bewacht von Soldaten, gesichert mit Zäunen, Minen und Wachtürmen. Doch der Ballon steigt weiter. Diese Flucht ist kein Film, sie ist wirklich passiert. Und sie ist nur eine von vielen spektakulären Fluchten aus der DDR. In diesem Video schauen wir uns an, wie Menschen trotz Mauern, Minen und bewaffneter Grenzsoldaten die Grenze mit ganz unterschiedlichen Mitteln und Wegen überwinden konnten. Also lehn dich zurück und los geht's! Nach dem Bau der Berliner Mauer im August 1961 wurde die Grenze zwischen der DDR und der BRD massiv ausgebaut. Was zuvor teilweise noch überwindbar gewesen war, entwickelte sich zu einem hochkomplexen Grenzsystem. Betonmauern, Stacheldrahtzäune, Signalzäune, Selbstschussanlagen und Minenfelder sollten verhindern, dass Menschen das Land verließen. Allein an der innerdeutschen Grenze standen hunderte Wachtürme, von denen aus Grenzsoldaten das Gebiet überwachten. Sie hatten den Auftrag, Fluchtversuche zu verhindern, notfalls mit Waffengewalt. Die DDR bezeichnete das Verlassen des Landes als Republikflucht. Wer dabei erwischt wurde, musste mit Gefängnis rechnen. Trotz dieser Gefahr versuchten viele Menschen, die DDR zu verlassen. Zwischen 1949 und 1989 flohen oder siedelten rund 3,8 Millionen Menschen in den Westen über. Einige dieser Fluchten wurden besonders bekannt und eine der spektakulärsten begann tief unter der Erde. Im Jahr 1964 begannen Westberliner Studenten damit, einen Tunnel unter der Berliner Mauer zu graben. Ihr Ausgangspunkt war eine ehemalige Bäckerei in der Bernauer Straße in West-Berlin. Von dort arbeiteten sie sich monatelang mit einfachen Werkzeugen durch den sandigen Boden. Der Tunnel war schließlich 145 Meter lang und lag bis zu 12 Meter unter der Erdoberfläche. Das Ziel war der Keller eines Wohnhauses in Ost-Berlin. Die Arbeit war extrem gefährlich. Jederzeit hätte der Tunnel einstürzen können und eine Entdeckung durch die Staatssicherheit hätte schwerwiegende Konsequenzen gehabt. Im Oktober 1964 war es schließlich soweit. In 2 Nächten krochen insgesamt 57 Menschen durch den engen Tunnel in den Westen. Männer, Frauen und Kinder erreichten auf diesem Weg die Freiheit. Doch die Aktion blieb nicht unentdeckt. DDR-Grenzsoldaten stürmten das Gebäude und es kam zu einem Schusswechsel. Dabei wurde der Grenzsoldat Egon Schulz tödlich getroffen. Erst viele Jahre später stellte sich heraus, dass er vermutlich durch das Feuer eines eigenen Kameraden ums Leben gekommen war. Diese Flucht zeigt, wie organisiert und aufwendig manche Fluchtversuche waren. Gleichzeitig macht sie deutlich, wie gefährlich selbst sorgfältig geplante Aktionen bleiben konnten. Doch nicht alle Fluchten führten unter der Erde in den Westen. Einige begannen an einem Ort, der eigentlich für die Machtausübung des Staates stand. Im Jahr 1965 arbeitete Heinz Holzapfel im Haus der Ministerien in Ost-Berlin, einem zentralen Regierungsgebäude der DDR. Obwohl er ursprünglich an das politische System geglaubt hatte, verlor er zunehmend das Vertrauen. Gemeinsam mit seiner Familie entwickelte er einen Fluchtplan, den er über 2 Jahre hinweg vorbereitete. Am Abend des 28. Juli 1965 versteckte sich die Familie nach Dienstschluss im Gebäude. Sie hatten Seile und wichtige Dokumente dabei. Als es dunkel wurde, kletterten sie auf das Dach. Auf der Westseite warteten Verwandte, die ein Stahlseil über die Grenze gespannt hatten. Zuerst überquerte der Sohn das Seil, danach folgte die Mutter. Beim Vater wurde die Situation kritisch, da das Seil zu tief hing. Doch schließlich gelang auch ihm die Überquerung. Die Familie hatte es geschafft und befand sich nun im Westen. Doch während einige Menschen ihre Flucht in Städten planten, suchten andere ihren Weg über das offene Meer. Im Jahr 1971 entschloss sich der Arzt Peter Döbler zu einem extremen Fluchtversuch. Er wollte die Ostsee durchschwimmen, um von der DDR in die BRD zu gelangen. Sein Startpunkt war Kühlungsborn. Sein Ziel:
Die Insel Fehmarn. Die Strecke betrug etwa 50 Kilometer. Döbler schwamm fast 25 Stunden lang durch das kalte Wasser der Ostsee. Die Bedingungen waren extrem. Niedrige Temperaturen, starke Strömungen und die Gefahr, von Grenzbooten entdeckt zu werden, machten die Flucht lebensgefährlich. Zwischendurch näherten sich Patrouillenboote mit Suchscheinwerfern. Um nicht entdeckt zu werden, tauchte Döbler unter und schwamm weiter. Kurz vor seinem Ziel war er völlig erschöpft. Schließlich wurde er von einem westdeutschen Segelboot entdeckt und gerettet. Diese Flucht zeigt eindrucksvoll, wie groß die körperlichen und mentalen Belastungen waren, denen sich Flüchtende aussetzten. Andere wiederum setzten auf technische Lösungen und ihren eigenen Einfallsreichtum. Ein besonders bekanntes Beispiel sind die Brüder Bethke. Die erste Flucht gelang Ingo Bethke im Jahr 1975. Als er ein Minenfeld überquerte und mit einer Luftmatratze durch die Elbe schwamm. Jahre später folgte sein Bruder Holger. Er konstruierte eine Seilbahn über die Berliner Mauer und glitt auf diese Weise in den Westen. Ihr Bruder Eckbert blieb zunächst in der DDR zurück. Im Jahr 1989 wagten Ingo und Holger eine spektakuläre Rettungsaktion. Mit Ultraleichtflugzeugen flogen sie über die Grenze nach Ost-Berlin, landeten im Treptower Park und nahmen ihren Bruder an Bord. Kurz darauf landeten sie gemeinsam im Westen und gingen darauf auf dem Kudamm ein Bier trinken. Diese Flucht zeigte nicht nur den technischen Einfallsreichtum der Brüder, sondern auch die zunehmende Schwäche des DDR-Grenzsystems in den letzten Jahren seines Bestehens. Eine der spektakulärsten Fluchten erfolgte jedoch mit schwerem Gerät. Im Jahr 1982 wagten Wolfgang Hilgert sowie die Brüder Hans-Joachim und Jürgen Zorn eine der ungewöhnlichsten Fluchten aus der DDR. Die drei Männer lebten in der Nähe von Magdeburg. Sie waren handwerklich geschickt und kannten sich mit Technik aus. Mit der Zeit wuchs bei ihnen jedoch der Wunsch, die DDR zu verlassen. Ihr Plan war ebenso einfach wie riskant. Sie wollten mit einer Planierraupe die innerdeutsche Grenze durchbrechen. In einer Nacht starteten sie die schwere Maschine und fuhren direkt auf die Grenzanlagen zu. Die Planierraupe durchbrach mehrere Sperrzäune und beschädigte Teile der Sicherheitsanlagen. Alarm wurde ausgelöst, doch die Männer setzten ihre Fahrt fort. Mit der Wucht der Maschine schufen sie eine Schneise durch das Grenzsystem und erreichten schließlich westliches Gebiet. Die Flucht gelang, für die Zurückgebliebenen hatte sie jedoch Folgen. Angehörige wurden von der Staatssicherheit überwacht und unter Druck gesetzt. Diese spektakulären Fluchten zeigen, wie ungewöhnlich die Wege in die Freiheit sein konnten. Manche führten unter der Erde entlang, andere über Dächer, durch das Meer oder durch die Luft. Doch sie hatten alle eines gemeinsam: Sie waren Ausdruck des starken Wunsches nach Freiheit und Selbstbestimmung. Trotz aller Sicherheitsmaßnahmen wie Mauern, Minen und bewaffneten Soldaten gelang es der DDR nicht, diesen Wunsch vollständig zu unterdrücken. Und genau das macht diese Fluchten bis heute zu bedeutenden Symbolen der deutschen Teilung. Welche dieser Fluchten hat dich am meisten beeindruckt? Schreib's gerne in die Kommentare. Und wenn dich weitere Videos zu solchen Themen interessieren, dann schau dir gerne als nächstes dieses Video an und lass mir ein Abo da. Bis bald, dein Herr Müller.